7 o'clock in the morning, and today is Saturday the 15th of November, group hunt day. And I'm just getting ready the table for breakfast, as everybody's going to have breakfast before we get out detecting. So there you go. Also Tisch ist bereit, oder Frühstückstisch wird gerade hergerichtet. Herzlich willkommen zum Sondeln in Bayern. 15. November zum Gruppensondeln. And now I'm going to have to drive to the baker, get bread rolls and stuff like that, and to the butcher to get some nice meat. But otherwise, already prepared also for the members. I didn't print out for every single one, but as teams, there's the permissions for today, the Delta, and then the big one at the old mill, historical map, the north side and the south side. So everybody gets that. Also jeder, der jetzt heute dann mit uns sondelt geht heute, nicht jeder, aber als Team, können Sie jetzt beim Frühstück dann anschauen, sind die Genehmigungen ausgedruckt mit historischen Karten und mit der normalen Übersichtskarte. Dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Okay. And now I have to go to the bakers and so on. Also jetzt muss ich aber dann erstmal zum Bäcker fahren und zum Metzger. Und dann we'll see you when we have breakfast. And I'll introduce all the members for today. See you then. Also bis dann. So here we are, everybody's getting ready for the first hunt. This is the first permission you saw yesterday. It's very windy, so hopefully you can hear me. I'm going to do only a little bit of filming when it's worthwhile for this one. Also wie gesagt, es ist sehr windig heute hier draußen. Das ist jetzt die erste Genehmigung, die wir machen. Und alle machen sich fertig. So who we got today? Schauen wir mal, wen wir heute dabei haben. We have the first lady visitor, Ines. Also die Ines aus Österreich und ihr andere Hälfte, der Dave. He was already here. Dave, you already know from other son. My son Julian getting ready. Hello. Then we have Marcus today. Also den Marcus haben wir heute dabei. Then we have Mike. Dann haben wir noch den Mike dabei. Der war schon mal in Regensburg mit dabei. Then we have a new guy today. And it's Chris. Let's call him Chris. Also Chris haben wir noch dabei. He was on the last group, and Lance, yep, Lance. Frank, sorry, I forgot you, and you're Steve. Okay, right. So there we go. So we got 80 Pros, Gerd Ace 250, 350 Euro, 250? 350. 350, XP Deus. What we got in here, hiding away? 80 Pro, cool. Then we have Gerd Ace 250 for my son. I'm using the XP. Oh, I'm doing the hunt also. Me, yes. And 80 Pro and Gerd Euro Ace with the humongous coil. The coil weighs more than the Gerd itself, you know, but he's got muscles, so that's okay. Okay. That's it. We'll see you on the first find, or whenever I find anything. You see me on my first find as always. Okay, let's go. Have fun. And my first find is trash. This is the only trash you will see today. Der erste Fund ist heute Müll. Und das ist auch der einzige Müll, den ich heute filme, da der Film sowieso lang genug wird. Okay, now let's find some real stuff. And the first cartridge. Und die erste Patrone. So, the next find, Iron. Der nächste Fund, Eisen. And Marcus already got some horse brass oder Schlitzrosenteile. Piece of lead, ein Teil nicely cut, lead, ein schönes Stück Blei, a button and a water tap piece. Also vom Wasserhahn unten Knopf, schönes Stück Blei, komisch geschnitten und von der Schlitzhose dann. And everybody else is detecting somewhere. Alle anderen sind am Sondeln. Very nice weather, sun, schön sonnig.
And some are over the hill somewhere. Und irgendwelche da sind hinten am Berg, hinterm Berg. Nein, es ist zu windig, um zu filmen, hier oben. And looks like the first coin. And I know it's a coin because I can see the crown on it. Also ich sehe jetzt schon die Krone. Very nice. And it's a 1 Pfennig. 1856. Cool, Bavarian. Also, erste Münze, 1 Pfennig, 1856. Super. And next is zinc coin, most likely Second World War. Also als nächste Zinnmünze, wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg. And Dave is busy detecting with this large coil. Und der Dave ist natürlich ordentlich am Sondeln mit seiner großen Spule da. Aber jetzt schauen wir mal. Er weiß zwar nicht, was er macht, aber es sieht schon mal gut, er sieht gut aus, meint er. Okay, we're just finishing off the first permission and then we're going to go to the mill. And Lance got himself a piece of a bell ringer and a 1 mark piece and another piece and crap, obviously. So that's Lance for the first. So Chris on the first permission got himself some trash like everybody else did. It's a nail piece, a 5 rice Pfennig piece, Second World War, and I'm not going to turn it over, and a 1 rice Pfennig piece around 1900. So very nice. So our lady, unsere Dame, hat gefunden a piece of a spoon or fork, also ein Teil von Löffel oder Gabel, und because she washed Dave's car, the VW, she found herself a little VW plug too. Da sie ja das Auto gewaschen hat von Dave, das war ein VW Passat, hat sie auch eine kleine VW Plakette gefunden. Sehr schön, super. Ja. So, Dave got himself some junk also. Also der Dave hat sich auch Müll gefunden. Then he found himself a piece of clock, a button, a 2 German rice Pfennig Imperial. Actually, it's not Imperial anymore. It should be Weimar Republic. 1924. Yep, Weimar Republic, Baltimex and a nice nail. Also er hat sich 2 Reichspfennigstück und so weiter gefunden. And a nice bolt too. So, Julian was unlucky. He only got himself some iron and a little bit of tin foil. Der Julian hat nur leider ein bisschen Aluminiumfolie gefunden und dementsprechend noch Eisenteile. Aber wir fahren hier noch zur nächsten Genehmigung, gell Julian? So, Mike got himself, that's him right there, a 10 rice Pfennig piece, Second World War, out of zinc, also 10 Reichspfennigstück sind, and a piece of a Sichel, ein Teil von der Sichel zum Rasen abschneiden oder Unkraut, and other pieces of trash, und andere Teile von Müll natürlich. So, Marcus, on permission number 1. The piece of the horse brass you've seen, die Schlitzrose hat ja gefunden, das haben wir ja schon gesehen. The piece of the tab we saw, and then he got himself a piece of a tomback button or shield button, also ein Teil von der Schildknopf. 2 mucky old coins, 2 dreckige Münzen, die man noch nicht erkennt. The unfinished musket balls, they were not finished. The one that's a little bit axed and another button. Dementsprechend noch ein paar Knöpfe, die 2 Musketenkugeln, eine Pistole, weil sie zu klein ist für eine Musketengewehr und eine Gewehrkugel wahrscheinlich, die noch nicht fertiggestellt worden sind. Super, schön. Yeah. So Steve, the newbie on this round, got himself a pin with Eiche on it, a old grotty, well it's not old, it's actually one of the modern Pfennig pieces. By past 1949, a cartridge, piece of farming equipment, a debuckle, and an ear tag of a cow, and then little piece of other trash. Also er hat sich jetzt hier eine D-Schnalle, Eisen, eine Ohrenmarke, Pfennigstück, nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, Eicher, Anstecknadel, Patronenhülse und anderes Teil von Senftube oder irgendwie sowas. So Frank, I have to remember his name. I'm getting Alzheimer, I'm sure. Also ich krieg scheinbar Alzheimer, weil jedes Mal tue ich den Frank seinen Namen vergessen leider.
Okay, a piece of a bell. So ich got ein Teil von der Glocke. Shield button piece also. Auch ein Teil von einer Schildknopf. The 5 rice pfennig piece it was, Second World War. And the coin, also Second World War, out of zinc. Also eine Zinkmünze und noch eine normale Bronzemünze aus dem Zweiten Weltkrieg. So, my guess as the guest giver, my pieces are the trash I picked up so that other people could find better stuff, you know. Also ich habe natürlich den Müll aufgesammelt, dass die anderen Leute mehr finden können. Cartridge, ein Teil von der Patrone natürlich. One Pfennig 1858 and Second World War Trash Zinc Coin. Und dann dementsprechend also ein Einpfennigstück 1858, Bayern natürlich, aus dem Kaiserreich Bayern. Und ja, eine scheiß Zinkmünze halt, ne? Miserabel. Okay. And everybody is already hunting. Also jeder ist jetzt schon am Sondeln. Dann schauen wir mal, was wir finden. Okay, okay, super, schön. And the first find on the new field is a nail. Und der erste Fund ist ein alter Eisennagel. And a piece of a horse brass. Und ein Teil einer Schlitzhose. Next, something that looks like a button, I presume. Ich nehme an, dass das hier ein Knopf war. As it has something going through there. Very nice. Schön. Not sure what it is yet, but looks pretty nice. Sieht jedenfalls sehr schön aus. And a bronze stud piece und ein bronzene Nietenteil. And a nice piece of a bronze bell und eine schöne Bronzeteilglocke. And Chris is off down there finding stuff, hopefully. And Marcus is up here finding stuff, hopefully. And a nice old bronze ring. Und ein schöner alter bronzener Ring. Sehr schön. Very nice. And another nice artifact right there. Seems to be complete. And I'm sure it's not a ring you put on your finger, but maybe it's for the Soviets. Or something. I'm not quite sure if it's huge, big, very nice, and a nice flower on it. Cool, yippee! And another piece of the bell und noch ein Stück von der Glocke. And what a beautiful find und was für ein super Fund. It's not an iron cross. It's kein eisernes Kreuz, wie man es vielleicht denken würde. And I'm not quite sure yet what it's going to be. If it's going to be a religious one or if it's going to be like a different one. I have to take a look. Also ich bin mir sicher, dass es kein eisernes Kreuz natürlich ist. Es ist viel älter. Und ob es jetzt religiös ist, weiß ich nicht. Aber ich werde es zu Hause schön sauber machen und dann schauen wir mal. Super. Yes! So we're going to go for a live dig. Also machen wir mal einen Durchgang. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Scheiße. Must be the beer. Good beer. Sorry? Did you say Scheiße? Never, never would I say sugar. Well, I've just got an 82, 83, 84. So. Okay, we're trying again. Now, Mike was nice enough after running to the car to bring some lithium batteries. So let's go, Dave. Before the die again, before it dies again, yeah. So we got a 83. 83 on the AT Pro. 5 centimeters deep. That's the thing I miss about my detector. Oh, it's shiny. I don't think you want to put this on. We can cancel it. We can cancel it. I think he got himself some tin. There you go, man. The professional who knows that it's going to be a great find. Look at this one. Oh, great tin. Also wunderbar. Der Profi mit den 80 Pro hat natürlich gewusst, der Fischdose. Huh? Oh, it's a toothpaste. Cream. Friseur-Creme. Yeah. Yeah. Tobacco. It's Brillo for your hair. Yeah. Fuck, niks over. And a nice button. Und ein schöner Knopf. And a nice old crucifix. Und ein schönes altes Kruzifix. Very nice. Sehr schön.
and a wick winder from an oil lamp. You would turn the wick up with this. Also von der Docht zum Hoch und runter machen. Ja, dann hat man gedreht und ist doch hoch und runter gegangen in der Öllampe. Very nice. Sehr schön. And 5 Kreuzers, 1843, silver. And it is Königreich Württemberg. Woohoo! Silver! Can you see the smile? Silver. Ah, another great coin. Great. I don't even have this coin. Also ich habe auch diese Münze gar nicht. 5 Kreuzer, Königreich Württemberg. Super. Good find. So, what comes after silver? The iron ring. Und was kommt nach Silber? Der Eisenring. But I don't care, I got my silver. Aber mir macht das nichts aus, denn ich habe ja schon Silber. So, somebody was digging here. It wasn't me. I'm just going back to the field. And I'm getting a grade 72 right there. So, let's see what it is. Also, da hat jemand nebendran gegraben, hat aber dieses hier übersehen. Dann schauen wir mal. It's a 72. So hopefully it's a little bit better. So let's see what a 72 it is. Okay, where are you? Na, wo bist du denn? Aha, it's in there. Oh yes, a crucifix, very nice. Woo! So somebody missed it, and like I said, right next to it. So he was digging there, don't know what he got, but right next to it here was digging, missed the crucifix. Very nice. Cool. Also wer immer da gegraben hat, hat das jedenfalls verpasst. And there he is, a little bit cleaned up now. Cool. Und da ist er jetzt ein bisschen sauber gemacht. Sehr schön. And another small, looks like a latch piece maybe. Very small though. It's definitely an older artifact anyway. Also ein kleines älteres Artefakt. Ich wundere mich, ob das vielleicht ein Stück von der Schließe war oder so. Aber naja, kann man nie wissen. Schön. And Lance got himself a 6 Kreuzer, Scheidemünz, and directly 1800. But not quite sure where it's from. It's not Bavarian. So, gotta take a look at it somewhere at home. There you go, Lance. Thanks. There you go. Well done. So, people are slowly returning. Starting to finish up for the day, and we'll see what happens, and see you at the roundup, I suppose, when we start the barbecue, and then we do a roundup back at the garage, at the house, and see what we find. The sun is going down now slowly, so it's time to finish. And Lance just got himself a nice silver Kreuzer. Der Lance da drüben, der noch ein bisschen hier sondelt, hat gerade noch ein 6-Kreuzerstück gefunden. Also super, alles funktioniert gut. Hinten ist der Ines. Und hinten ist die Ines und der Dave, die zurückkommen. Ja, so langsam kommen sie alle dann zurück. Super. Like I said, wie ich gesagt habe, zu Hause in der Garage machen wir dann noch
die Zusammenfassung. Also, bis dann. Ciao. And these is the biggest piece of iron, I suppose, was dug out today. Huge piece. Das sind die größten Teile, die heute ausgegraben worden sind von den Mitgliedern. Super schwer. Wieder was Gutes für den Eisenhandel. Okay. Okay. So we're going to start off the roundup. And everybody's still cleaning and so on, but as we want to grill also, I'm going to start hurrying up, so no worries. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal die Zusammenfassung anfangen, da wir ja noch grillen wollen heute Abend. Und dann fangen wir mal einfach an. And as we're gentlemen, ladies first, natürlich sind wir auch Herren. I think you're going to be kicked in the head this evening. You sure you're going to drive home? Also wir sind natürlich auch dementsprechend Gentlemen und tun mit der Dame als erstes anfangen. So the lady got herself. I'm going to come behind you, Ines. Oh, sorry. That's okay. I got another side. Okay. So the most dangerous find I think today Ines got. Because she got the knife, so and the blade was outside, right? Die Klinge war ja draußen, ne? Also die Ines hat gleich ein Taschenmesser, mit der Klinge ist schon draußen. Also ich weiß nicht, was der Dave da mit ihr gemacht hat, dass die Klinge schon draußen ist. Then a buckle, but it's broken. Dann eine Schnalle, die aber leider kaputt ist. 2 Musketballs, 2 Musketenkugeln, eine Patronenhülse, Mundharmonika-Stimmplatte, a harmonica reed and a cartridge. Then the very nice spoon or fork piece. I'm afraid you can't see the detail on it, but it's very nice, believe me. Also es ist eine sehr schöne Eingravierung drauf. Oder ja, wie kann man sonst sagen? Ist jedenfalls sehr schön gemacht. Man kann es vielleicht ein bisschen erkennen. Then a shield button, ein Schildknopf, Tomback. What I think, did anybody find apart from Ines Euro coin, modern money today on a 1500 field? Okay. Ines hat als einzigste ein modernes Euro-Stücklein gefunden auf dem Gebiet aus dem 15. Jahrhundert, also Österreich, gell? Schaffen alles. The Austrians, they do everything, they can even find euros on a field. And the 2 rice fennec piece, Imperial, ja, aus dem Deutschen Kaiserreich. Okay, that's Ines. Then her better half, or worst half, whatever you want to say, Dave, got himself maybe a little relic piece, bronze. Also der Dave hat sich vielleicht ein kleines historisches Teil, Bronzeteil getan. Die Daten haben wir aufgenommen. Yeah, bronze in the Stone Age. Yeah, very good. Yep. And then he got himself a piece of a shield button, a normal button. Also hat er sich noch einen Teil von dem Knopf besorgt, von einem Schildknopf oder Tomback und einen normalen Welding Droplet, eine Schweißperle. A piece from something or other, irgendwas anderes. Or shoe, yep, yeah. Hamtex, yeah, Hammertex. It's a set of Gore-Tex, it's Hammertex. Also ein Teil vom Schuh. Not quite sure what that is. I think it's a bonnet from a toy car. Also das hier könnte ein Teil sein von ein Spielzeugauto, ein Toy car, like he said. Yeah. Pieces from Clockwork. That's a lead lid, eine Bleideckel. A nice ring. Silver ring. Could be silver. No, we said it was going to be silver. We're going to call it possible silver. Also vermutlich ist vielleicht Silber. Ring. 50 rice fennec. 5 rice fennec, Second World War. Zweiter Weltkrieg und Weimarer Republik. Weimarer Republik, 2 fennecs. Yeah. 1924. 1924, yeah. Yep. Zinc coin, something other. Oh, yes. Yeah. Something other. Irgendwas anderes. This is a religious item, and it's called a tongue.
And I forgot the name of it right now, but I'll think of it later on. Also das hier ist religiöses Metallstück, jetzt irgendeine Zunge sagt man dazu, ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, wie es da genau heißt. And then he also got himself a tap. No coins apart from those, No, right? just those. Okay, Just those, yeah. so Austria, no silver. Apart from the ring. Apart from the ring, Yeah. possible. Then we have Steve. Hello. So Steve found today a very nice horse brass. Der Steve hat eine wunderbare Schlitzrose gefunden, sehr schön. And another piece of bronze. Then, like Julian, he got himself a very nice old buckle too, presumably 1600. Also wahrscheinlich eine Stalle aus dem 16. Jahrhundert. Sieht jedenfalls wunderbar aus. Very nice. Then he got himself a thimble. Also ein Fingerhut, and as the top is missing, it's middle-aged. That's where they come from, and it's not broken. Actually, it's not broken, and that's the way they were made. Also, die sind nicht abgebrochen, sondern die sind so hergestellt worden damals. Then we got a button, copper, and the back missing. Dann hat er noch einen Knopf eingraviert. Piece of another button. Noch ein Teil vom Knopf, die graviert ist, or it could be actually, you know, this could actually be something else too. Okay. Then a religious symbol, a Benedict's religious symbol. It's a Benedict's Kreuz. It's called Benedict because of the Holy Benedict, the Catholic. So, you know, 5 pfennig, 2 pfennigs, crucifix, a crucifix. A lead seal, eine schöne Bleiplombe, very nice, and door hinge, und ein Teil von einer Tür Schließung. Okay, then we're going to Lance. Lance did very well today, and he's going to go home with a smile as always. It's funny when he comes to us, I'm not quite sure if I'm going to invite him anymore, you know. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den nochmal einlade, weil jedes Mal, wenn er kommt, hat er wunderbare Funde auch. So, he got himself today piece of a bell, ein Teil von der Glocke. Then, looks like a little piece of some kind of buckle. A lead bullet, eine Bleikugel, but not a musket ball, also keine Musketenkugel. This is part of a window sill, where the window was sitting in. Ein Teil von einem Fenster. Blei. Another piece of a bell, noch ein Teil von der Glocke. This seems to be, or this could actually be part, no, this is too thick for horse brass. This seems to be horse brass Schlitzrose, and another piece right there. Not quite sure what this hook is, but something or other artifact. Also irgendein Artefakt, was wir noch nicht so kennen. Then he got himself a Deutsche Mark. That helps us, we're in Germany. It's still, you can still turn them into the Landesbank and you get it turned into euros if you find enough of them. Or you can actually take that's like 56 euro cents. Also 56 Eurocent, glaube ich, sind irgendwie sowas. 2 rice pfennig, 50 rice pfennig. A zinc 1 pfennig. Dies hier sind wir nicht ganz sicher, was es ist, but it is an older coin. You may, if you find out what it is, let us know. Also er wird uns dann wissen lassen, falls er rausfindet, was es ist. A silver kreuzer from, do you know the date? 1853. And a very, very nice silver 1806 kreuzer. Very nicely made. Very nice. Then he got himself the usual buttons we find all the time. Dann noch die normalen Knöpfe, die man so findet. Then, did you see the heads on it? Cool. Und dann hat er hier diesen wunderschönen Schließer gefunden. Da sind auch die Köpfe drauf. Also herrlich, wunderbar. I wouldn't know where that's from. I don't know. I don't have the slightest clue, but they're beautiful. Very, very nice. Another latch from a book, most likely. Und dann wieder so eine Buchschließe, würde ich mal sagen. Hast du das gesehen? Herrlich, wunderbar. And a piece of a
women's back to close it. This through hook. Yeah. One on. Yeah. So well done. Good stuff. Hello. Hello. So what else? So let's go over to the other side. And who we got next? Wem haben wir hier als nächstes? Marcus. Ja. Yeah. So I think that could be off a chest. Das könnte sogar von der Truhe sein. You know, they like a religious chest or something like that. Because that is beautiful. Very, very nice indeed. Marcus. Big piece of paper again, lots of finds. But I believe no silver today, right? No silver. Also der Markus hat kein Silber heute. But he has very nice finds also. He got himself, we presume a coin, but we don't know what. Also wir nehmen mal an, dass das hier auch eine Münze ist, wir wissen aber nicht was. Then 10 Rentenpfennig, another rice pfennig. Have a look. Weißt du noch, was das ist? Not quite sure, but most likely a hella or something like that. I would presume, I don't quite know. Different buttons, also verschiedene Knöpfe auch. A very nice tomback button, sehr schöner Tomback-Knopf. Very nice piece of a bell, auch ein schönes Teil von der Glocke. Croter Bell, 1700, 17. Jahrhundert Schelle von der Machart. A nice bronze ring. It's amazing when you think that. Eine Messerschließe, from a knife, the bottom part. Yeah, it's cool. Another coin, and Schlitzrosen we've already seen, and the big nail. Very nice. So, next we have Chris. You only found bullets? Or is that yours also? That's yours there. So who's that? Okay. Wem deins ist denn das hier? Who's this? Frank's? Okay. So Chris first. He got himself some piece of iron. I'm not quite sure what it is. Also hat sich ein Stück Eisen geholt, aber wir wissen leider nicht, was es ist. Then 5 pfennig, 1 pfennig or 2 pfennig, right? That's another 5 pfennig, Imperial Germany. So Deutsches Kaiserreich, 1, 2, 3, 4, 5 cartridges. Yep, and somebody shot a hole into another coin. Da hat jemand durchgeschossen durch den Pfennig. Then piece of a ear tag from a cow's ear tag, also von der Ohrenmarke von der Rindvieh. And a very beautiful round stone. So he's stone. We call it steinreich. So you're stone rich, you know. So very good indeed, you know. But he's going to be the grillmeister today. So I'm going to make a picture. Normally I grill, but today I'm out of it because he's got ribs and I don't know how to do ribs. So, also er macht heute Rippchen und ich habe leider noch nie Rippchen gemacht und deswegen you're going to be grillmeister. So pack up the stuff, we're hungry. Go ahead and grill. Then we have Frank, right? Yeah. Frank. Okay, Frank got himself pieces of bell. 1, 2. And this could be part of actually of a plate or a drinkage. Also jedenfalls hat hier 3 Stücke von Bronze, dementsprechend von Glockenteil, Schlitzrose, piece of a horse brass, another brass ring that could be anything. Most likely from a carriageway, a nice button that is still a little bit grotty, but if you rub it off, I think you most likely can get it off a little bit. And it's engraved too. Also eingravierter Knopf, wunderbar. And another nice button. And 1, 2 coins, 5 rice pfennig pieces, Second World War. Zweiter Weltkrieg, 5 Pfennigstücke. Und 1 Pfennig. And I presume, ich vermute mal, dass dies hier ein Benediktspfennig ist, religious symbol. Also ein religiöser Anhänger von Benedikt. I'm going to make photos of these finds, so please leave them on there first after I finish talking. Julian Yeah. Hello. did very well today.
for considering what he normally finds, and I'm very proud of him. Good to see my son, you know. Also ich bin sehr stolz auf meinen Sohn heute. Er hat wunderbare Sachen gefunden. Und es ist schön, dass er auch mal was Tolles findet, weil normalerweise hat er ein bisschen Pech immer, ne? Und heute war es mal richtig super. So let us know what this is, Julian. This is here. Here is standing Christlicher Bauernverein Bayern, but I can't read The Christian that here. Farmers Committee, or Committee. yeah, you know, Bavaria. So he got himself a nice medal from the Farmers Yeah. Association. And here is some letters, and they are with God's Segen. With Goddess blessing. Okay. So very nice. So it's a Christian sign, and it's very, very nice indeed. I think that must be one of your nicest finds so far. Yeah. Yes. Yeah. Good. I'm very glad. And then you got yourself also a nice old buckle, Yeah. which should be around the 1600s. Und dann hat er sich natürlich auch noch eine schöne Schnalle bekommen, auch so circa 16. Jahrhundert. Okay, that was Julian, and a musket ball and a ear tag. Yeah, And, but I broke it. that's no problem. We got more in the fields. We'll find some more. Also wir werden noch mehr finden. Also er hat auch eine Ohrmarke leider kaputt gemacht, hat er gesagt, aber das ist ja kein Problem. Die finden wir immer wieder. And me as your host und ich als Gastgeber, I wasn't doing too bad neither. But you've already seen all that in the videos while I was finding it. So that's what it looks like on the table. A nice cross. Don't know what year it's from. It's prior to Second World War, most likely prior to First World War. I guess this is going to be somewhere around the 1875 wars. Then we've got two bell pieces, a very nice copper ring with the flower on. Most likely, if it is a ring, it is a women's ring from the farmers, and it was all nice and shiny. Then you saw me do the live dig on the crucifix where some dude dug the wrong hole. Maybe he found the iron and I found the good stuff. The silver coin, the 5 kreuzer out of the kingdom of Baden-Württemberg. So that's my finds. Thank you guys for coming. It was great with you. Now we have to go to the relaxing part, and now the wives from the Americans have joined us too, or the families. So welcome to our house, and yeah, until next year, I presume. Also bis nächstes Jahr dann. Okay. And like I said, we're going to have a barbecue, and Chris and Steve are so kind to actually barbecue today. Trying. It'll be all good. Fighting fire with fire. And they especially bought me a T-bone steak. I'm very, very glad about that. Thanks, guys. Appreciate it. Und die haben mir auch extra sogar einen T-bone Steak mitgebracht, weil ich gesagt habe, ich esse sie gerne. Und das ist sehr, sehr nett von denen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, alles lecker. Aber natürlich. Super. And as some people always have to grill, obviously. Also es müssen ja immer welche grillen. And the rest are enjoying the grilled stuff, what they're doing outside. Und der Rest genießt natürlich, was draußen gegessen wird, gegrillt wird. And plenty of beer, everything else, heaters running, and everybody's having fun. Great evening.